Das ganz große Special Slide-Outs auf der Caravan Expo 2019. Wir sind heute am Stand von der Firma Maurer aus der Schweiz. Ja, Starliner heißt eines ihrer Produkte oder das Produkt. Sie sich mal kurz vorstellen, wer sind Sie? Mein Name ist Maurer von der Maurer Fahrzeugbau AG aus der Schweiz. Ja, Slide-Outs machen ein ganz großes, tolles Raumgefühl. Wir schauen uns das am besten mal an. Das sind keine kleinen Fahrzeuge, die hier auf der Seite stehen. Sie bauen aber auch kleinere. Genau, wir bauen Slide-Outs in Fahrzeuge ab 5 Tonnen, dann hoch zu 7,5 und jetzt sind wir hier bei den LKW-Fahrgestellen oder Busfahrgestellen. Wo gehen die denn hin? Weltweit, oder? Ja, Europa und weltweit, genau. Ja, man kennt sie aus Amerika. In Europa ist es immer noch mal eine andere Sache, oder? Ja, es gibt nicht so viele Hersteller, die es in Europa so produzieren. Vor allem aber bei den Kleinen sind wir eigentlich mit die einzigen. Ja, das Thema Raumgefühl ist das große Thema. Wie ist hier das Gesamtgewicht von dem Fahrzeug zum Beispiel? Das ist ein 14-Tonner. Ein 14-Tonner, ja. Innen drin, da tut sich denn einiges. Die Fahrzeuge sind wahrscheinlich auch voll benutzbar, wenn die Slide-Outs nicht ausgefahren sind, oder? Genau, wir planen und bauen jedes Fahrzeug nach Wunsch des Kunden mit dem Kunden zusammen und ist natürlich oberstes Ziel, dass das Fahrzeug auch während der Fahrt, wenn die Slide-Outs nicht ausgefahren sind, voll nutzbar ist. Ja. Thema Stauraum, was ist hier unten drunter, unter den Klappen? Ja, wenn man hier schon sieht, eine Außenküche, elektrisch ausfahrbar, dann daneben gibt es einen Außenkühlschrank, dass auch das Bier immer schön kühl ist. Ja, darf ich den mal sehen? Ja, klar. So, denn es spielt sich ja beim Campen unglaublich viel außen ab, es sei denn, es regnet in Strömen, dann hat man noch eine Markise. Aber die Frage, ob die Leute campen dann noch mit dem Fahrzeug, aber man steht schon mal auf dem Campingplatz, oder? Ja, also ich bin, seit ich 5 Jahre alt war, bin ich so in Urlaub und für mich ist das Campingfreiheit wie mit einem kleinen Fahrzeug auch. Ja, absolut. Man hat vielleicht den einen oder anderen Blick eher auf seiner Seite. Ja. Zutritt nur mit Standpersonal, das hat auch einen Grund, denn sehen möchte das Fahrzeug natürlich jeder elektrisch. Genau. Das ist ja Wahnsinn, ja. Ja, wenn Sie mal kurz vorgehen, gehen wir am besten mal rein, schauen uns das mal an. Denn wenn der Slide-Out ausgefahren ist, wie ich sehe, den gibt es hier auch auf beiden Seiten, den Slide-Out, richtig? Genau, ja, es gibt 3 Slide-Outs bei dem Fahrzeug. Bei den großen sind bis zu 5 möglich oder halt 2 Full-Wall-Slides, das heißt Slide-Outs auf der ganzen Länge des Fahrzeugs. Ja, ist das hier ein Kundenfahrzeug oder ist das, ja, genau. Das heißt, die Kunden sind so begeistert, die geben euch die Fahrzeuge für die Messe. Ja, sind wir auch immer sehr froh, weil wir haben keine Standardprodukte, wir haben wirklich nur Massanfertigung. Ja, sind die Leute vielleicht ganz stolz, wenn sie das sehen. Ja, das ist schon Platz pur, muss man sagen, aber darauf legen die Leute auch ein bisschen Wert. Sind das Menschen, die vielleicht auch im Auto leben oder ist das hier eher so, wenn man mal unterwegs ist? Leben im Auto eher selten, vielleicht, dass die halt mal 2-3 Monate auf Tour gehen, aber die haben meistens schon eine Wohnung oder ein Haus, wo sie als Basis dann grundsätzlich sind. Wie ist denn so die Lebensdauer hier von so einem Truck, so einem Bus? Lange, also die Fahrzeuge sind schon für 30 Jahre ausgelegt grundsätzlich, ist alles Manufakturqualität, also Handarbeit, jedes Türchen ist von Hand gemacht, nicht von der CNC-Maschine. Von dem her ist die Lebensdauer schon sehr lang. Sehr lange. Das sieht ganz normal aus wie in einer normalen Küche. Ich habe auch Raum und Platz wie in einer normalen Küche. Das ist schon sehr praktisch. Das heißt so, ich sag mal so, das Raumgefühl ist ja ein ganz wichtiger Faktor, wenn man unterwegs ist, oder? Genau, ja. Man will ja reisen ohne Kompromisse grundsätzlich. Ja. Was ist denn so das Besondere bei der Slide-Out-Produktion? Auf was muss man denn so Wert legen? Was ist nicht tricky? Ja, ich sag mal Spaltmaße. Wir haben 5 mm Luft grundsätzlich, wenn die drin sind. 5 mm? Ja. Also gut, oder? Es muss genau sein, ja, man muss sich nicht die Hand geben durch den Schlitz da beim Slide-Out. Haben Sie das schon mal gesehen, dass es sowas gibt? Ja, ja, in Amerika vor allem gibt es schon Slide-Outs, die halt nicht so präzise sind, sagen wir es mal so. Dann wichtig ist auch, unsere Fahrzeuge sind alle winterfest, auch die Slide-Outs sind winterfest, die sind beheizt, dass kein Schnee drauf liegen kann oder was gefrieren kann. Ja gut, in der Schweiz macht das Sinn, oder? Ja, also ich kenne auch viele Leute, die dann zum Skifahren gehen mit den Fahrzeugen. Was auch wichtig ist, die haben eine Pressluftdichtung rundherum, das heißt, da kann kein Wasser rein. Das bläst sich dann auf und die wird beim Reinfahren abgeblasen, oder? Genau, das gibt Vakuum beim Reinfahren, wenn es draußen ist, beziehungsweise drinnen ist und draußen gibt es wieder Druck drauf und dann ist das luft- und wasserdicht. Ja, hier hinten sieht man, ach ja, das darf ich zumindest mal meiner Frau gar nicht zeigen, ja. Das ist eine Waschmaschine im Wohnmobil. Ja, das fällt auch eigentlich jeder Frau als erstes auf. Der Rest ist dann Nebensache, aber es hat eine Waschmaschine drin, ja.
Macht Sinn, oder? Das heißt, das Waschen ist ein Thema. Was ist das, ein Backofen? Backofen, Mikrowelle kombiniert, genau. Mit Gas funktioniert? Ja. Okay. Ich nehme an, es gibt einen einigermaßen großen Gastank hier, oder? Wie groß ist der? Das Auto hat, glaube ich, 2 Gastanks auf 55 Liter. So, das ist ausreichend, denke ich mal, für 2-3 Wochen. Man kann Gas tanken an jeder Tankstelle. GPL, oder? Ja, das Netz ist sehr gut ausgebaut, vor allem in Deutschland. In der Schweiz ist das umkommen, aber in Deutschland passt das sehr gut. Ja, Klima ist das große Thema. Hier hat man eins der Betten, die da ist. Ich nehme an, dass man vorne das Bett noch umbauen kann, oder? Ja, es hat ein elektrisches Hubbett vorne, plus kann man die Sitzgruppe umbauen zum Bett, richtig. Ja, das heißt, es können also bis zu 6 Personen, macht Sinn? Ja, 6 Sitzplätze und 6 Schlafplätze, richtig. Ja. Er ist sehr leise während der Fahrt, nehme ich an, oder? Ja, da wir selbst, unsere Familie auch Anwender ist von den Reisemobilen und mein Vater kriegt eine Krise, wenn es klappert, die sind sehr leise, richtig. So, die Schweiz ist bekannt für Uhren, die immer funktionieren, ja. Gibt es Pannen? Das heißt also, für bestimmte Dinge sind Sie ja nicht zuständig, zum Beispiel für die Motoren. Auf was zählen Sie denn? Auf was setzen Sie? Die großen Fahrzeuge sind gebaut auf MAN, Volvo, Scania, DAF oder Iveco. Das sind zuverlässige Partner und auch Partner, wo genügend Servicestellen vorhanden sind in ganz Europa. Sogar weltweit teilweise. Das heißt also, man kann, hier, ich zeige Ihnen das mal gerade. Also das wäre dann, wenn Sie sich jetzt hier hinlegen würden, das wäre der Blick auf den Fernseher, den man einfach einrichten kann. Wie ist das mit dem Verdunkeln? Einfach hochziehen, ist das auch elektrisch oder zieht man das einfach hoch, wenn man das möchte? Sie meinen die Jalousien? Ja, die Jalousien. Die sind jetzt manuell, aber wir machen die natürlich auch elektrisch. Natürlich. Ja, allein der Blick, wenn man hier so durchschaut, das macht schon Spaß. Mit dem Slide-Out wird es natürlich noch viel geräumiger. Wenn Sie noch mal kurz vorgehen, dann gehen wir mal gerade nach vorne. Die Integration, ja, das kann man natürlich nicht mit dem Autoführerschein mehr fahren. Bieten Sie denn auch zeitgleich Fahrschulen an? Ja, in der Schweiz schon. Da gibt es solche Intensivkurse, da arbeiten wir mit Leuten zusammen. In Deutschland haben wir auch Partner, also eine LKW-Prüfung ist heute nicht mehr so ein Hexenwerk grundsätzlich. Ja. In 2, 3, 4 Wochen oder wie geht das? Ja. Okay. Das heißt, wenn man das möchte, kann man das auch machen und die Ehefrau vielleicht gleich mit dabei. Es macht ja auch Spaß, es ist so ein bisschen so ein LKW zu fahren. Sie haben selbst einen LKW-Führerschein? Noch nicht. Okay, der kommt dann. Ja. So ist es. Ja, das wäre dann so praktisch der Arbeitsplatz vom Chauffeur. Genau, richtig. Hier sieht man jetzt nicht, was für ein Fahrgestell drunter ist. Das ist unser Armaturenbrett, das ist immer gleich bei der Linie. Der Kunde wählt sich halt die Farben aus des Armaturenbretts, das wird dann mit Leder bezogen. Und ich sag mal, LKW-Fans sehen dann an den Instrumenten wahrscheinlich, was für ein Fahrgestell da drunter ist. Sie sagen es uns? Da ein Iveco Euro Cargo. Ja, ein Iveco Euro Cargo. Also ein richtig tolles Fahrzeug. Aber wenn ich allein schon die Schalter sehe, alles in Edelstahloptik mit allem drum und dran. Ja, richtig schön. So, und auch hier nochmal der Blick. Hier oben ist übrigens das Hubbett, von dem Sie eben sprachen. Das ist ganz nützlich, oder? Ja, genau. Und es fährt elektrisch runter, trägt jetzt nicht so wahnsinnig viel auf. Man sieht es kaum. Ich habe es gar nicht bemerkt, muss ich ehrlich sagen. Das war auch das Ziel, ja. Ja, mit den Lampen. Eine richtige Stereoanlage ist mit drin. Das ist dran. Natürlich Satellitenfernsehen, das hat man ja schon in kleineren Wohnmobilen. Aber die Klimatisierung, das ist schon so, dass sie nicht sehr laut ist? Nee, die ist leise. Das Fahrzeug spezifisch hat jetzt 2 Klimaanlagen, eine vorne und eine im Bettbereich. Ja, prima. So, wir schauen uns gleich mal ein anderes Fahrzeug an. Bis gleich, bleibt dran. Auch ein Starliner von der Firma Maurer. So sieht er aus. Und den schauen wir uns jetzt auch mal von innen an. So sieht er von außen aus. Ich muss schon sehr weit weggehen, damit ich das ganze Fahrzeug aufs Bild bekomme. Aber es ist ein wirklich schönes, schickes Fahrzeug in der Außenfarbe. Jetzt müsste ich lügen. Sie kennen den Namen der Farbe, der drauf ist? Nee, spezifisch von denen nicht. Das ist wahrscheinlich... Nee, ich würde lügen, wenn ich sagen würde. Ja, aber es ist natürlich eine spezielle Braunfarbe, weil wir machen jede Lackierung bei jedem Fahrzeug anders. Das heißt, jede Lackierung des Kunden ist ein Unikat. Ja, interessant ist, die Farbkombination macht ihn noch wuchtiger, muss man sagen. Also es ist so, wenn da keine Streifen und so weiter drauf sind, es sieht fast aus wie so ein ICE-Zugabteil, ja. Schick. Das lasse ich jetzt mal unkommentiert. Dürfen wir da mal drunter gucken, was da drunter ist? Ja. Fahrzeuge ziehen Sie nicht ein, oder? Bei dem nicht. Er hat jetzt eine PKW-Garage, allerdings mit einem einfachen System, der lädt die mit Rampen. Ja, wir schauen uns das mal kurz an. Das ist hinten drin. So, ist natürlich bei so einem großen Bus gar kein Thema. Ach, hier ist ein kleines Fahrzeug drin, natürlich von Maurer Motorsport. Was ist das für ein Auto? Ein Sigma, ein französisches Fahrzeug. Ja, richtig toll, der passt genau rein. Ja.
Das ist quasi dafür gebaut. Ja, wir bauen die Garage immer für die Fahrzeuge, die reinpassen sollen, Smart, Ferrari, was immer der Kunde will. Und der wiegt ja was ungefähr, das Fahrzeug? 550 Kilo. Ja, ist so entsprechend leicht. Das spart Sprit, nehme ich an. Und hier vorne sieht man... So, wir liegen hier ungefähr bei welchem Spritverbrauch hier bei entsprechend moderater Fahrweise? 20 Liter ungefähr? 18, 20 Liter, das passt. Prima. Aber ich denke, das Thema Sprit ist hier das geringste Problem. Wir sind also mit drin. Bitte einmal öffnen, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Der Vater bekommt die Krise, wenn irgendwas klappert. Das musste ich mir nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Aber das ist ja, wow, ein ganz anderes Design. Ja, wie jedes Fahrzeug von uns auch das, komplett auf Kundenwunsch gebaut, Farben selbst ausgewählt vom Kunden. Der Kunde wollte jetzt zweifarbig, das heißt die Küche hier unten rot zum Beispiel, als Kontrast. Sehr schick. Der hat jetzt eine Spülmaschine, nicht eine Waschmaschine. Ah ja. Auch ganz praktisch im Urlaub. Ja, Spülen. So der Kampf um das Spülen ist immer so eine Geschichte. Genau. Dann habe ich aber hier noch ein... Was ist das für ein Kochfeld? Ist das elektrisch? Das ist das kleinere, wie wir drüben gesehen haben. Das ist ein 2-Flammen-Gaskochherd mit einem Ceranfeld drüber. Auch hier das Thema Raumgefühl. Der Slideout ist jetzt draußen. Also wenn man das jetzt mal so zeigt, hat jetzt eine Breite von rund etwas über 3 Meter? Ja, also der Slideout, der fährt jetzt in dem Fall 56 cm raus. Ja, macht aber wesentlich was aus. Also vom Raumgefühl her habe ich dann eine riesen, sage ich jetzt mal, Couch, die mit dabei ist. Eine Couchgarnitur. Und wenn ich jetzt mal so nach hinten durchblicke, ja, eigentlich ein großes Apartment, oder? Ja, ein Haus oder eine große Wohnung auf Rädern. Im entsprechenden Blick. Ja, wenn hier ein Zaun drunter wäre, ich bin schon ganz schön hoch, oder? Über der Straße. Hier ungefähr so 2 Meter hoch? Nicht ganz. Nicht ganz. Der Boden hier ist nicht so hoch. Mal kurz mal schauen. Also das ist der Blick zumindest mal draußen, wenn es jetzt runtergeht. Ja, auch hier die Frage aller Fragen. Ach, der Fernseher, der ist versenkbar natürlich. Ja. Das ist, damit er einfach auch mal weg ist, wenn man da nicht schauen möchte. Bose-Boxen mit eingebaut. Und ja, innen belüftete Sitze. Das heißt, hier wird abgesaugt. Ja, genau. Also die sind geheizt und gekühlt, damit man im Winter warm hat und im Sommer nicht gleich zu heiß. Ja. Iveco steht jetzt diesmal drauf. Da ist es mit drin. Auch hier habe ich Stauraum pur mit allem drum und dran. Ja, auch ein ganz, ganz tolles Fahrzeug. Wie gefällt Ihnen das Fahrzeug persönlich? Gut, mir gefallen alle unsere Fahrzeuge. Für mich ist das Wichtigste, dass sie unseren Kunden gefallen. Ja, eine sehr diplomatische Antwort, muss man dazu sagen. Aber das ist ja so eine... Sie sind ja Schweizer. Sie sind Schweizer, richtig, ja. Es fahren einige Fahrzeuge auch in Deutschland? Ja, also ich sag mal im Moment 60% Verkauf nach Deutschland von uns aus. Sehr schön, ja. Elektronik, das ganz große Thema, ist es leicht zu bedienen? Ja, aber im anderen Fahrzeug drüben, da wäre die Elektronik noch ein bisschen interessanter. Ja, das schauen wir uns jetzt auch mal an. Bis gleich, bleibt dran. Ja, das Fahrzeug ist ein kleines Haus, Thema Haustechnik und noch viel, viel mehr wird über ein Display gesteuert. Das Ganze haben Sie wahrscheinlich individuell programmieren lassen, ja. Das ist die Elektronik des Fahrzeuges. Ja, die Elektronik haben wir nicht programmieren lassen, die haben wir sogar selbst entwickelt, was auf dem Markt eigentlich nichts Passendes gab. Wir können hier alles steuern. Im Menü zum Beispiel die Lichtsteuerung, Einzellicht aus, an, dimmen, Außenlicht anmachen. Okay, das heißt, Sie gehen hin und tippen auf das jeweilige Licht, oder? Genau. Dieses aus, dieses an. Hier kann man es dimmen. Und Gruppen bilden, das geht auch? Ja. Zum Beispiel hier vorne mal ausmachen, dann haben wir dunkel. Mhm. Wieder an. Dann die Ventilationssteuerung. Das Auto hat ein Umluftsystem drin, dass wenn man mal keine Klimaanlage nutzen möchte, dass man mit einem Ventilator Luft raussaugen kann und mit dem anderen reinblasen. Dann hier eine Warnung für die Slideout-Steuerung, dass man gucken muss, dass außen nichts steht, wenn man ein Slideout rauslässt. Macht Sinn, oder? Ja. Dann hier sieht man Open Close, also öffnen und schließen des Slideouts. Mhm. Die sind beheizt, wie ich vorhin gesagt habe. Die Heizung geht allerdings automatisch an. Wenn man jetzt das Gefühl hat, man muss sie manuell anmachen, kann man es hier auch.
Wasserpumpe, Generatorensteuerung, hier nochmal spezifisch Klimasteuerung, Außenmarkise ausfahren, Hubbett, dann hier haben wir die Invertersteuerung, also die ganze Elektrosteuerung eigentlich. Und es hält ungefähr wie lange die Batterien? Oder ist da ein Stromaggregat mit drin? Da ist ein Stromaggregat mit drin und Solar hat das Fahrzeug auch, von dem her ist man wirklich sehr autark, da man auch 550 Liter Wasser jetzt bei diesem Fahrzeug spezifisch an Bord hat. 550 Liter Wasser und auch entsprechend so viel Grauwasser, nehme ich an. Ja, genau. Okay. Stark. Dann hier Heizungssteuerung, hier die Steuerung der Stauklappen, auch hier wieder der Warnhinweis, wenn man die öffnet, dass da nichts daneben. Die gehen auch elektrisch, die Stauklappen? Ja, die verschließt man hier, kann man aber auch einfach öffnen von hier. Ach, das ist nur das Schloss, oder? Nee, die kann man schon auch öffnen. Das funktioniert auch. Und hier TV, zum Beispiel hier, weil wir gerade so schön hier stehen. Nein. Mitten im Hubbett ein Fernseher mit drin, aber das macht ja Sinn. Das heißt, die Leute können dann einfach während der Fahrt auch mal Fernsehen gucken, ohne dass der andere belästigt wird, der Fahrer. Genau, das war das Ziel, dass die Kinder hier, die hier sitzen während der Fahrt, dann Fernsehen gucken können. Ja, ist so ein bisschen wie ein Flugzeug. Ja. Gut, da kann man ja mit Tablets viel mehr machen, aber das hier hat schon Stil, muss man schon sagen. Und alles, wenn ich hier mal kurz reinschauen darf, ich mache mal gerade das Licht an, dass man mal die Mechanik sieht, die so ein bisschen dahinter ist. Das sieht aus wie Schweizer Wertarbeit Edelstahl, oder? Genau, ja. Genau, sagt er. Genau. Noch zum Tablet vielleicht, es gibt eine Erweiterung des Systems, weil das ist ein Tablet, einfach fest installiert. Sie können eine App aufs Handy laden oder Sie können auch mit dem Tablet dann rund ums Fahrzeug gehen, Slideouts rein, Slideouts raus und das ist dann mehr eine Spielerei. Ja, obwohl, wenn man ja draußen steht und hat zum Beispiel die Klappen, die man öffnet, dann sieht man ja auch, welche Klappe auf und zu ist und naja, was soll's, also es ist halt möglich. Ja, es ist möglich. Man kann jetzt die Klappen auch von außen mit Knopfdruck bedienen. Man braucht kein Tablet, aber wie Sie sagen, möglich ist es. Ja, eine entsprechende Datenkarte, die europaweit ohne Begrenzung funktioniert, die gibt es ja mittlerweile auch schon. Die könnte man in den Router stecken, dann hat man WLAN hier drin. Ist das auch realisiert? Ja, ist auch klar. Ja. Super. Klar, das ist super. Ja, dann gehen wir nochmal raus. Und denn was mich interessiert, sind auch die etwas kleineren Fahrzeuge. Sagen Sie mal, das Thema Slideouts. Es gibt ja Hersteller, die sagen, naja, der deutsche Markt verlangt keinen Slideout. Sowas will man nicht. Habe ich das öfter mal gehört. Wie sehen Sie das? Wir haben an der Messe hier 7 Fahrzeuge und von den 7 Fahrzeugen haben alle mindestens ein Slideout. Ja. Frage beantwortet. Dankeschön. Ja, von den ganz großen die Nummer 3. Diesmal eine ganz andere Lackierung, sehr amerikanisch. Kenne ich so ein bisschen aus Amerika, sehr schick. Ja, das ist ein Harley-Fahrer, der das Fahrzeug gekauft hat und hat auch eine Harley-Garage hinten drin und deshalb vielleicht auch ein bisschen diese Lackierung. So, darf ich die mal sehen, die Harley-Garage? Für alle Harley-Fans, das ist die Quantum Edition. Allein die Lackierung ist wahrscheinlich ein Kunstwerk, oder? Ja, das ist, hat wirklich ein Künstler lackiert und da ist spezieller Glaspartikellack drin, also nicht nur Metallic, dass auch immer der Glanz da ist, weil Metallic, die Plättchen, die legen sich auch dann runter und dann glänzt nicht mehr so schön. Der glänzt immer. Das ist nicht nur foliert, das ist lackiert, richtig? Das ist lackiert. So, jetzt kommt hier hinten noch eine Klappe raus. Das ist man natürlich der Star auf dem Campingplatz, wenn man allein schon die Betätigung bedient. Und ich nehme auch die Rampe, ist elektrisch, auch das. Und da kann ich einfach reinfahren dann quasi. Ja, die Anhängerkupplung fährt mit dem ganzen Teil da unten runter und dann fährt ein Schlitten raus. Das heißt, Sie müssen nicht mal reinfahren. Sie können Ihr Motorrad hier befestigen draußen und dann wieder per Knopfdruck reinlassen. Ja, einfacher geht's kaum. Und hier habe ich dann noch jede Menge Platz für mehr Dinge und ganz wichtig natürlich der Feuerlöscher mit dabei. Die Technik, nur mal kurz da mal reinlunzen da oben. Ich nehme an, dass Sie einen ganz großen Wert drauf legen, dass auch an den Stellen, die man nicht sieht, alles perfekt ist, oder? Ja, das ist das Ziel und es muss halt auch so sein, dass der Kunde an die Punkte, wo er rankommen muss, ohne Probleme rankommt. So, wir gehen mal rein. Von außen haben wir es gesehen. Eine Harley-Garage, ja, ganz tolle Sache. Dann ist man mobil. Auch das Cockpit sehr, sehr schick. Ach, das ist eine changierende Lackierung, oder? Ja, genau. Ja, man kann es leider im Video nicht so gut sehen, aber es ist toll. Übrigens ganz toll integriert sind oben die Markisen, also sie sind kaum sichtbar. Ja, das sind 2 Radiusmarkisen. Bei den großen Fahrzeugen war unser Ziel, dass nichts vorsteht, auch keine Markisen, keine Fenster, keine
Tankdeckel und das ist dann das Endresultat. Ah, auch die Tankdeckel sind eingelassen. Ich zeige das mal gerade. Ja, das sind Flugzeugtankdeckel und bei unseren Fahrzeugen kann man von beiden Seiten Diesel tanken, also muss sich nicht überlegen, wie man wo an die Tanksäule fährt. Praktisch. Also ich habe das letzte Mal AdBlue getankt und der ist beim VW-Bus links und bei allen LKWs rechts. So, dann muss man sich mal in die Reihe stellen, den Wagen mal drehen. Also wer das jemals gemacht hat, die Hubstützenanlage, das geht vollautomatisch, nehme ich an? Hydraulisch, vollautomatisch, da können Sie manuell können Sie die schalten, Sie können aber auch Autolevel drücken und dann nivelliert sich das automatisch. Ja, ich zeige es noch mal ganz kurz von vorne, dann gehen wir mal rein. So sieht er von vorne aus, schon fast dezent. So ein klein wenig wie ein Reisebus, aber wahrscheinlich sehr, sehr auffällig, wenn man damit unterwegs ist. Aber ich nehme mal an, dass das auch ein Teil des Konzeptes ist, dass man anderen Menschen wirklich viel Freude bereitet, die sowas sehen, oder? Ja, ich sage mal so, der Kunde ist sicher dem das gefallen muss, der die Freude haben muss. Man erfährt vielleicht ab und zu auch mal ein bisschen Neid, wenn man mit so einem Fahrzeug unterwegs ist, aber grundsätzlich 90% interessieren sich dafür, möchten auch mal reingucken und das ist schon ein sehr schönes Erlebnis. Gut, den Neid, den muss man sich auch erarbeiten, sage ich schnell mal. Wir haben noch nicht über Preise gesprochen. Wo geht sowas los ungefähr? Bei 1 Million muss man investieren? Nein, das fängt irgendwo unter 500.000 Euro an und geht dann irgendwo 1 Million und drüber natürlich. Ja, da nach oben gibt es wahrscheinlich wenig Grenzen. Richtig. Was sind so die hauptausschlaggebenden Kriterien, die den Preis so, ich sag mal, ein bisschen nach oben treiben? Ist das die Inneneinrichtung, wenn ich zum Beispiel sage, ich will alles aus einem Stamm haben? Nein, das ist die Ausstattung, wie zum Beispiel so eine Garage, Lackierung jetzt bei dem Fahrzeug ist sehr aufwendig, sehr teuer. Der hat jetzt Echtsteinboden, das sind echt Feinsteinplatten. Dann hat er 4 Fernseher hier zum Beispiel, Außensoundsystem, ja, zwei Antennen, eine für Internet, eine für TV, eine Kaffeemaschine, die elektrisch runterfährt und natürlich dann auch die Bar, die elektrisch runterfährt. Also sind so die, ich sag mal, die Gimmicks, die es letztendlich ausmachen. Ja, die aber extrem praktisch sind. Das heißt, ich bin angekommen, fahre das Ding raus. Da hat man sich natürlich nach einer Zeit ein bisschen dran gewöhnt, aber hat einen Höllenspaß, immer wieder das mal durchzuführen. Was stark ist, wenn Sie mal kurz da stehen bleiben, ist das Raumgefühl. Ich habe hier nur einen Slideout, aber trotzdem habe ich ein unglaublich tolles Raumgefühl. Das heißt, der Raum ist richtig groß. Ja, das kommt sehr stark auf die Planung des Fahrzeugs an, wie es der Kunde mit dem Grundriss plant oder wie wir es mit ihm planen. Je nachdem hat man dann halt mehr Volumen, das frei wird, weil es sind ja nicht nur die paar Zentimeter, sag ich mal, die das rausfährt, sondern das ganze Volumen, das ein Slideout dann ausmacht letztendlich. Das Gewicht vom Slideout ist wahrscheinlich nicht unerheblich. Hier können ja auch noch jede Menge Personen sitzen, die das Gewicht noch mal bis zu 1 Tonne erhöhen können, oder? Ja, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass hier Personen mit einer Gesamtmasse von 1 Tonne raufpassen, aber grundsätzlich ist das sehr stabil, also da passiert nichts. Gut, ich dachte jetzt eher so an 15 Personen, eine kleine Party, die gefeiert wird. Die Flasche Champagner steht ja schon da, die da ist. Eine tolle Küche, was ist das für eine Küche mit Gas? Ja, das ist auch, wie wir vorher gesehen haben, mit Gas, richtig. Und Spülmaschine. Man sieht, es ist ein Mann mit einer Harley. Er hat keine Waschmaschine oder hat er eine? Nee, der hat keine Waschmaschine, dafür einen Zentralstaubsauger im Reisemobil. Ah, das heißt, ich kann den an mehreren Stellen anschließen? Genau, diese schwarzen Öffnungen hier. Das ist ein Zentralstaubsauger. Ja, sehr praktisch, wenn man unterwegs ist. Stark finde ich auch den Boden, den kann man einfach durchwischen. Könnte man natürlich auch mit dem PVC, aber ist das ein spezieller Steinboden, der besonders dünn ist? Oder ist es ein, ich sag mal, ein belastbarer? Der ist normal belastbar, die Verlegung ist speziell, weil der halt schwimmend verlegt wurde, weil das Fahrzeug sich logischerweise bewegt und wenn man den falsch verlegt, dann wird er reißen. Genau. Ja, dann knackt es in der Mitte durch. Ich zeige mal das Bad, denn allein hier, ja, das Bett allein ist schon toll. Also man kann hier draufsteigen, man kann von beiden Seiten, obwohl es ein Längsbett ist, kann man bequem drin liegen und man kann auch... Dank dem Slideout. Dank dem Slideout kann man hier auch noch mal raussteigen. So, und hier hat man dann, was ist das? Hier ist das Bad. Oh ja, eine normale Toilette von Dometic allerdings, aber sie sieht aus wie eine normale Keramiktoilette. Das sieht aus wie aus dem Flugzeug. Hier hat man das Waschbecken mit drin, auch sehr, sehr schick. Und wow, die Absauganlage oben drüber.
das ist natürlich auch praktisch. Das Licht geht an, wie bei allen anderen Toiletten, wird abgesaugt. Sehr praktisch. Und ich habe wirklich meine Ruhe. Ich kann mein Geschäft in Ruhe durchführen. Genau, einen Fernseher haben Sie da ja auch noch, von dem her. Zeigen Sie mir den mal. Wo ist der Fernseher? Habe ich gar nicht gesehen. Da oben. Wow, da ist ein Fernseher mit drin, stimmt. Das heißt also, für das etwas längere Geschäft soll man ja nicht machen, sagt der Arzt, aber kann man gerne mal eine halbe Stunde sitzen. Ja, und das ist die Dusche. Ja, wenn Sie mir die mal kurz öffnen, denn das ist ein echtes Highlight. Denn das ist eine Dusche natürlich mit einer Regenbrause eingebaut. Ja, das machen wir fast bei allen heute. Speziell an der Dusche ist jetzt halt, dass die noch Massagedüsen hat. Plus, dass die Fliesen an der Wand nicht künstlich sind, sondern es sind wirklich Steinfliesen. Ja, wie soll das anders sein? Die Nutzlast hier von dem Fahrzeug, oder ich sag mal die Gesamtmasse? Gesamtmasse 12 Tonnen, Nutzlast um die 2,5. 12 Tonnen wiegt er nur? Genau. Ah ja, ich hätte jetzt gedacht mehr, so an die 20 oder so. Auch hier ist der Spritverbrauch wahrscheinlich moderat, moderne Motoren machen es möglich. Ja, bei dem Fahrzeug ist es noch ein bisschen weniger, weil es ein bisschen niedriger ist wie die anderen zwei, die wir angeschaut haben. Ja. Wenn Sie hier mal kurz aufmachen, darf man das? Ja, das ist aber belegt wahrscheinlich, ja. Ja, aber da sieht man sehr schön, das heißt, hier kann ich hängend einfach alles rein. Hier unten habe ich noch Platz, das heißt, auch ein Kleid würde gehen, richtig? Ja, das ist klar, dass die Frau auch mal ein Abendkleid mitnehmen darf, soll. Ja, wenn Sie mal kurz nach vorne gehen, dann sieht man so ein bisschen den Raumeindruck, der entsteht hier drin. Ja, auch hier ein sehr gelungener Grundriss, oben drüber mit schönen Applikationen. Die Spiegel erhöhen natürlich nochmal das Raumgefühl erheblich, oder? Ja, die Spiegel erhöhen das. Es gibt nur viele Leute, die mögen das nicht so, wenn alles voller Spiegel ist. Gerade im Schlafzimmer habe ich jetzt schon an der Messe ein paar Mal gehört. Aber grundsätzlich macht es alles noch viel größer. Das ist eine Frage des Selbstvertrauens, sage ich mal so. Genau. Sehr schön. Was ist das da hinten in der Ecke? Das ist eine Alarmanlage. Die konnten wir leider nicht so verbauen, wie wir das hätten wollen, weil der Kunde die nachträglich... Ja, aber trotzdem sehr dezent eingebaut. Das heißt also, hier wird alarmiert, wenn irgendeine Zone dann durchbrochen wird. Und ich bekomme wahrscheinlich eine Nachricht. Auch hier oben ist das Hubbett. Ja. Das ist nun wirklich überhaupt nicht mehr zu sehen. Das haben Sie gut gemacht. Dankeschön. Ja, sehr gerne. So, wir schauen uns noch mal ein anderes Fahrzeug an. Auch hier die Elektronik. Ich nehme an, das ist noch eine Generation vorher, oder? Genau, ja. Richtig. Okay. Sehr schön. Was ist das hier an der Seite? Das Thermostat? Ja, das ist ein Thermostat von der Heizung. Von der Heizung, also ganz klassisch einfach einzustellen, fertig. Ja. Ja. Praktisch, oder? Das heißt, ich brauche keine Tasten zu drücken, macht 20 Grad und Ende. Ja, richtig. Wollen auch viele, oder? Ja, viele sagen halt, zu viel Technik wollen sie nicht, sie wollen das haben wie zu Hause und dann passt das für die Leute. Ja, wunderbar. Da ist der Fernseher drin? Ja, genau, da ist der Fernseher drin. Das wollen die Leute immer sehen, wenn irgendwas rausfährt. Das ist immer ganz praktisch. Gut, einen Flachbildschirm hat dort jeder zu Hause, aber ich sag mal, er soll ja auch nicht auftragen, der Fernseher. Und das wird hier erreicht, oder? Richtig. So, wir schauen uns mal die etwas kleineren Fahrzeuge an. Da bin ich schon ganz gespannt. Denn die großen, das ist natürlich auch eine Sache, da muss man auch richtig fahren können, oder? Praxis hilft, sage ich mal. Sehr schön. Und die etwas kleineren sind vielleicht ein bisschen handlicher, oder? Ja, grundsätzlich sind die auch handlich. Wie gesagt, das ist einfach für die Kunden vielleicht manchmal ein bisschen schwierig, wenn sie das zweimal im Jahr brauchen und normalerweise halt einen normalen PKW fahren. Man kann sich zur Not ja auch den Chauffeur mit dazu mieten. Nee, der kriegt dann das Zelt. Nee, das ist langweilig, weil das Reisen mit den Fahrzeugen macht genau gleich viel Spaß wie das Stehen und das Leben drin. Okay, das heißt aber auch, da, ich sag mal, die Höchstgeschwindigkeit für Busse sind, glaube ich, bei 100 in Deutschland? Ja. In der Schweiz auch? Ja. Okay, leider. Klasse. Leider. Er würde schneller fahren? Wenn die nicht begrenzt sind schon, aber die sind begrenzt. Die sind begrenzt, alles klar. So, jetzt mal eine Frage. Als Reisemobil, ich brauche keine Maut zu zahlen? Oder wie funktioniert das in der Schweiz? Nee, es gibt keine Maut in Deutschland, oder? Ja, in der Schweiz gibt es die Schwerverkehrssteuerabgabe und die ist für alle Fahrzeuge leider über 3,5 Tonnen, auch für Reisemobile. Okay, das heißt aber in Deutschland nicht. Da brauche ich keinen Obus oder Onboard-Unit oder irgendwas. Nee, brauche ich nicht. Alles klar, danke.